Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Heute geht es wieder um das Schnitzen, an alle Freunde des Schnitzens. Es ist zwar Sommer- und Ferienzeit und hier ist auch wirklich sehr, sehr wenig los und es ist tropisch warm. Ich bin aber heute trotzdem nochmal hergekommen. Ich zeige aber nur zum Schluss, was ich da so gemacht habe, weil manchmal kann ich nicht alles filmen oder es ist dann entsprechend auch langweilig. Natürlich wiederholen sich auch viele Dinge, weil ich ja immer auch so ein bisschen an das Programm gebunden bin, was ich hier dann so eben zu tun habe. Aber irgendwann kommen auch wieder interessantere Videos und ja, manchmal ist es halt so, dass nicht immer die besten Videos dann zustande kommen. Aber dennoch will ich das hier gerne mal zeigen und immer wieder schauen sich das ja auch gerne Leute an und sind interessiert daran. Ja, im zweiten Teil möchte ich dann noch kurz zeigen, wie ich so ein bisschen an so einer Werkbankplatte baue. Also das habe ich so von jemandem aus so einer Betriebsauflösung ein paar Vierkanthölzer aus Eiche bekommen und die verleime ich eben so zu einer schönen Platte, immer so quer zueinander. Und das zeige ich nochmal kurz, wie ich das so ein bisschen mache und irgendwann wird die dann überschliffen und wird auf so ein Gestell raufgeschraubt. Genau, und falls du da Ideen hast, wie man da noch eine Spannzange, also eine Vorder- oder Hinterzange, wie das ja an Hobelbänken üblich ist, wie man sowas da ranbauen könnte, vielleicht auch irgendwie besonders oder für Schnitzen gut geeignet, kannst du mir da gerne irgendwie Videos oder Ideen oder Bilder zukommen lassen, was du da vielleicht selber gebaut hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier eine 18 cm Figur und zwar möchte ich jetzt mal hier ein bisschen auf das Gesicht eingehen und da noch ein paar Tipps geben. Ich zoome hier mal ein Stück weiter ran. So guckt man das natürlich in Wirklichkeit nicht an. Das ist klar, wenn man das jetzt auf einem riesigen Bildschirm irgendwo zu Hause anschaut, wird man hier natürlich tausende kleine Ecken, Kanten und überall sehen. Aber wenn ich das so anschaue im menschlichen Blickwinkel aus einer Entfernung von einem halben Meter, sieht das doch schon recht weich gestaltet aus. Und so werden das ja die meisten wahrnehmen, eher flüchtig. Das guckt sich jetzt niemand 100% auf 100% an, so wie in dieser Aufnahme hier. Das wollte ich nur mal dazu sagen, weil das sind ja wirklich kleine Arbeiten. Ich will hier mal eingehen auf diesen Haaransatz. Da habe ich immer mit dem kleinen Zierbohrer hier so ein 1 mm Eisen. Das kann auch ein Zweier sein. Und dann habe ich das auch mit dem Zweier hier noch kombiniert. Dann noch ein paar größere Schnitte da reingesetzt. Immer der Ansatz ist wichtig, dass ich also nicht zu viel auf der Rückseite arbeite. Da habe ich jetzt sogar ein 5 mm Eisen genommen und da kann man auch so ein bisschen Licht und Schatten natürlich erzeugen. Das hier oben bildet sich meistens mehr Glanz oder hier oben auf dem Scheitelpunkt, dass man da eher weniger Schnitte setzt und dadurch auch so eine Gestaltung hinbekommt von Schärfeverläufen. Wenn man jetzt bestimmte Fotos manchmal anschaut, so Porträtaufnahmen, sieht man da oftmals Schärfeverläufe, dass nach hinten hin weicher wird, Dinge aus dem Fokus herausgeraten. Das kann man hier eben auch noch sehr gut erzeugen. Da gehe ich dann bei dem Auge noch mal ein bisschen darauf ein. Auf jeden Fall sind diese Haare grundsätzlich mal schwierig darzustellen, weil die so borstenartig immer nach oben gehen. Das heißt, ich muss hier oben im Hirnholz, hier ist ja die Faser genau getrennt, die verläuft in dem Fall genau senkrecht. Muss ich also hier oben auch ein bisschen vorsichtig das Hirnholz so anschnitzen. Ich habe dann wirklich hier mit so einem 5 mm Eisen auch gearbeitet, dass ich so ein bisschen ein Spiel wirklich da reinbringe. Also nicht, weil ich so gerne damit herumspiele, sondern das kann auch ermüdend aussehen, wenn ich überall den gleichen Schnitt mit dem 1 mm Hohlbohrer über den ganzen Kopf ziehe. Ist das wie so ein Musikstück, was sich immer wiederholt. Und das hat man hier eben auch bei solchen Arbeiten. Also gerade wenn das so klein ist, so geschnitzt mit dem Holz, dieses Non Finito, was eben auch die alten Meister angewendet haben. Also Donatello hat das begonnen, weil der hat ja in Marmor viel gearbeitet, aber auch eben in Holz und da hat er das angewendet. So Dinge, also unfertig, aber dennoch brillant zu gestalten. Und also mit Holz gibt es ja ganz viele Spielräume, da so unfertig, skizzenhaft zu arbeiten, weil man das
in dem Fall ist es ja auch ein Weichholz, das kann man nicht so richtig polieren. Oder wenn, dann müsste man technisch sehr versiert sein. Und also hier kann man dann eher mit diesem Reduzieren arbeiten, vereinfachen, so kleine Schnitte hier und da, eben besonders am Haaransatz. Und weil der wie so ein Igel ist, oder weil die Haare ja alle so nach oben kommen, muss ich irgendwie diese igelhafte Struktur so ein bisschen andeuten. Also dann mit dem kleinen Eisen im Hirnholz einmal so reinschneiden, dass da wie so eine kleine Vertiefung entsteht, und gerade am Anfangsbereich mache ich davon ein paar mehr solcher Schnitte und werde dann nach hinten hin sehr flüchtig und mache da weniger. Wenn das jetzt noch gefasst wird, so leicht koloriert, dann kann man das natürlich jetzt noch schwarz anmalen, je nachdem wie die Haarfarbe ist, und so, oder so leicht grau meliert. Und dadurch wird man natürlich auch wieder stärker den Unterschied sehen. Man sieht jetzt auf jeden Fall, dass die Frisur so ein bisschen angedeutet ist. Dadurch kann man auch manchmal dieses Helmartige wegnehmen. Das sieht man auch bei sakralen Figuren, oft von Holzbildhauern aus der Vergangenheit, dass die eben vorne den Haarbüschel schön ausgearbeitet haben und dann nach hinten eher so diesen runden Kopf ja relativ großzügig gestaltet haben. Also nicht jedes Haar, sondern eher so die Anläufe der kleinen Locken ein bisschen ausgearbeitet und dann damit das Ganze schön gestaltet. Und nach hinten hin haben wir hier nicht wirklich eine Ansichtsseite, sondern das bleibt dem Betrachter immer abgewendet, nach hinten hin gedreht, weil der nun einmal immer so dastehen soll. Hier ist natürlich auch nochmal interessant, dass die Achse hier eher so verläuft, ja, oder dass dieser Körper, na gut, wir haben hier sogar in der Hüfte noch eine kleine Drehung. Die Schulter steht eher so und das Gesicht aber nochmal ein kleines bisschen dazu mehr rumgedreht auf diese Schulter hier. Das kann man natürlich auch in die andere Richtung machen, je nachdem, was einem da so beliebt. Einfach, dass man diese Achsen in sich ein bisschen dreht. Natürlich sollte das möglichst natürlich aussehen oder von einer wirklichen Person irgendwie vorgeführt werden, dass man mal jemand so posieren lässt, wie dreht er denn sich, oder ihm sagt, er solle mal bitte den Kopf irgendwie rumdrehen, um herauszufinden, was auch eine natürliche Haltung ist, dass wir ein bisschen aus diesem Blockhaften rauskommen. Durch das Aussägen haben wir natürlich das Problem, dass es immer recht starr statisch wirkt, und das muss ich aufbrechen, auflösen und Kopf ein bisschen rumdrehen, Schultern bewegen, Oberkörper zur Hüfte anders stellen, um hier eine ganz dezente Bewegung anzudeuten, auch in dieser ruhenden Haltung. Wenn ich jetzt nochmal kurz zurückfahre. Er steht ja hier so im Kontrapost. Natürlich ist diese Haltung jetzt auch ein bisschen speziell, aber das soll auch mal ein Räuchermännchen werden, also das wird dann, ja, das wird die Person dann hier wahrscheinlich noch auftrennen und dann entsprechend eine Bohrung also nach oben machen und dann hier irgendwie rein oder vielleicht auch hinten das öffnen. Meine Aufgabe war jetzt nur, das zu schnitzen, und dann möchte derjenige das noch zu einem Räuchermännchen umbauen. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz ein auf das Porträt. Ja, man sieht hier wirklich diese schwierige Gestaltung der Brille mit den Augen. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal ein Werkzeug rüber halte, sieht man eigentlich, dass das Auge dahinter sich, naja, es ist nicht wie im Original. Das könnte im Original noch ein Stück weiter im Kopf drin sitzen. Hier sieht man es noch stärker, dass das fast hinter dieser Fläche liegt, das Auge. Habe ich bewusst so gemacht, weil wenn hier zu viel Schatten entsteht, sieht man natürlich besonders, wie dick diese Brille wirklich noch ist. Man kriegt das mit Schnitzen nicht immer ideal klein. Ich würde das dann auch so ein bisschen keilförmig, also nach oben hin, diesen Brillenrand ein bisschen dünner schnitzen. Hinten kann es ein bisschen mehr sein. Gerade wenn das jetzt nicht farbig wird, sieht man das dann nicht so stark, und dadurch kann man auch den Brillenrand ein bisschen kleiner darstellen, als wie das Material wirklich dick ist. Also da kann man ein bisschen rumtricksen, und dann ist hier einfach einmal so rüber geschnitten, und weil ich ja hier quer zur Faser schneide, bricht das ja dann hier weg, und da kann ich auch so hier
vorsichtig reinstechen mit dem Hohlbohrer in den Ecken mit einem 1 mm. Also da würde ich eher einen weichen Stich machen mit so einem 1 mm Hohlbohrer in die Tiefe. Und dann, wenn ich das hier ein bisschen tiefer gemacht habe, schneide ich eben in der Mitte, wo das Auge mal sitzen soll, mit diesem 2 mm Hohlbohrer hier so rum. Folge praktisch der Form des Augapfels, arbeite auch hier so rein. Und tu dann links und rechts natürlich auch die Lider noch ein bisschen daran schnitzen, dass die im hinteren Bereich ein bisschen enger werden. Und dann, ich habe hier vorne nur in dem hohen Bereich, also nicht hinten in der Ecke, sondern nur vorne, hier oben, also diesem Bogen leicht folgend mit so einem Flacheisen 3 mm ungefähr breit, also ein Stich 3 mm oder 4 mm geht, was hier oben in die Rundung passt, kann auch ein Stich 4 sein und auch unten in die Rundung passt, aber nur an der höchsten Stelle vom Auge, weil nach hinten ist es ja ein bisschen, ist dieser Augapfel ja ein bisschen in die Ecken reingearbeitet, ja, der ist ja eben rundlich, also so gebogen, in den Eckbereichen habe ich tiefer gearbeitet, deshalb steche ich jetzt nur hier oben ein und dann ziehe ich das so ein bisschen nach unten hier. Um dieses Material dazwischen wegzubekommen, also ich steche das ein bisschen ein und ziehe das ganz vorsichtig nach oben. Ich kann hier auch gerade so noch von oben einen ganz leichten Stich setzen, aber ganz dezent. Und warum mache ich das nur in den hohen Bereichen? Naja, das ist eben wie bei so einem richtigen Porträtfoto von so einem Berufsfotografen, der macht natürlich schärfe Verläufe, um auch eine Plastizität und eine Sogwirkung zu erzeugen. Und wenn ich jetzt hier hinten die Ecken ganz scharf und klar und deutlich darstelle mit dem Schnitzen, laufe ich natürlich Gefahr, dass sie erstens nicht genau sauber werden und zweitens raube ich mir auch so ein bisschen diese Möglichkeiten dieses Unfertigen oder dieses Gestalterischen, dass ich die hohen Bereiche ein bisschen dadurch zur Geltung bringen und nach hinten lasse ich das so ein bisschen auslaufen, kann dadurch auch ein bisschen diese hohen Stellen natürlich markieren. Das geht natürlich auch hier, dass ich das da ein bisschen schön besonders glatt schnitze oder auch an den Bereichen hier der Schulter oder so, dass ich da eben Schnittkanten wirklich nochmal verarbeite. Dass sich da wie kleine Glanzpunkte bilden und das da besonders schön sauber und weich aussieht. Ja, also ich kann hier in der Ecke nicht wirklich genau schnitzen. Das kann dann auch sehr zwanghaft wirken oder ja, so ein bisschen wieder tot machen das Ganze, auch wenn ich jetzt über den Kopf überall den gleichen Schnitt immer schön gleichmäßig rüberziehe. Wie ich sagte, so eine gewisse Ermüdung kann dann da auch eintreten, dass das dann tot, zwanghaft oder langweilig wirkt. Natürlich läuft man ständig die Gefahr bei solchen Schnitzarbeiten, dass das geschieht. Aber das war nur mal kurz der Hinweis, dass ich hier oben immer ein bisschen eingestochen habe, hier unten und hier diese Fläche ein bisschen dargestellt habe, aber eben nur im vorderen Bereich und die Ecken schön habe auslaufen lassen und das gibt hier so ein bisschen dem ganzen Leben. Ja, wenn ich hier nochmal zurückfahre, sehe ich also auch wirklich, dass da Augen vorhanden sind. Wenn man es jetzt noch leicht koloriert, kann man dem natürlich auch weiter folgen, sprich diese Augen noch schöner ausmalen und auch in dem hohen Bereich dann einen Glanzpunkt setzen. Dann wird man diese schnitzerische Arbeit auch noch weiter unterstützen. Okay, ich schnitze jetzt noch das Hemd hier, stellvertretend 5, 6 Knöpfe und hier diese Ärmel noch ein bisschen schnitzen.